Ich bin Daniela Törner. Ich bin 36 Jahre alt und habe eine Stoffwechselerkrankung, die mein Leben immer wieder stark einschränkt. Ich habe einen Schwerbehindertenausweis für unbefristet auf 50%. Ich bin von Hause aus Sozialpädagogin. Ich habe also mal soziale Arbeit studiert, habe in verschiedenen Kontexten gearbeitet, bin seit 2015 in der Solo-Selbstständigkeit und mache schwerpunktmäßig Fortbildungen in dieser Solo-Selbstständigkeit. Viel für pädagogische Fachkräfte im Themenbereich Inklusion, Diversity, Anti-Bias, vorteilsbewusste Bildung. Ich habe im letzten Herbst die Sonnenscheinzeit zusammen mit Katrin Putschbach gegründet. Wir sind eine GbR. Mein Name ist Katrin Putschbach, ich bin 43 Jahre alt, ich bin Erziehungswissenschaftlerin, also habe Pädagogik studiert, bin seit vielen Jahren in diesem Feld unterwegs, auch in Anstellung und seit letztem Jahr September eben in Gründung der Sonnenscheinzeit als GbR, gemeinsam mit Daniela Törner. Ich habe eine Tumorerkrankung überlebt und ja, das hat mein Leben ganz schön auf den Kopf gestellt. Und ich habe dadurch nochmal einen viel genaueren Fokus auf Gesunderhaltung, Stressmanagement und ja, sozusagen die Rahmenbedingungen in meinem Leben, die ich brauche, um meine Gesundheit zu erhalten. Das habe ich da lernen dürfen. Also wir haben immer schon unglaublich gerne miteinander gearbeitet. Aus der gemeinsamen Arbeitserfahrung ist dann auch eine Freundschaft entstanden, jetzt schon seit vielen Jahren. Genau, die Idee, einfach nochmal wirklich ein eigenes Projekt zu machen, die war schon länger im Raum. Und dann kam eben Corona und bei Daniela brachen die Fortbildungen weg und da war plötzlich so ein Loch. Und bei mir war es eben in der gesundheitlichen Umstrukturierung und in meinen sozusagen privaten Gesundheitskrisen da einfach auch nochmal wirklich die Entscheidung von, ich kann nicht in dieser Form der Angestellten-Tätigkeit performen, auf so einer Leitungsposition auch, ne, in Vollzeit. Das geht nicht gesundheitlich und mich da auch rauszunehmen. Und dann hatten wir mehr oder weniger zeitgleich einfach ein Zeitfenster und dann war Sommer und wir saßen hier im Garten und haben Ideen gewälzt und dann aber das wirklich auch nochmal genutzt, uns da auch fachlich reinzuwurschteln. Also wirklich auch nochmal die Literatur durchzulesen und uns immer wieder auch gegenseitig zu briefen, zu schauen, wo ist unser Ansatz, unser Konzept. Wir wollten jetzt auch nicht einfach das weitergeben, was schon in irgendwelchen Büchern steht. Wir hatten beide Bock, was für Eltern zu machen, glaube ich. Ne? Ja. Wir hatten so das Gefühl, dass viele Familienformen immer im Sonderkapitel sind, wenn sie überhaupt in irgendeinem Buch zur Elternschaft vorkommen. Das kennen wir aus unserer Zeit, wo wir mit Familien gearbeitet haben, mit Eltern gearbeitet haben. Dann sind wir selber Eltern geworden und wir fallen beide nicht in den Mainstream. Und dann traf es uns auch selber im Sonderkapitel oder gar nicht vorzukommen. Und das hat uns dermaßen genervt, dass wir gedacht haben, da muss jetzt endlich mal was passieren. Wirklich auch inhaltlich nochmal uns viel beschäftigt mit der aktuellen Fachliteratur, nochmal Ansätze gewälzt, nochmal geguckt, was hat uns inspiriert, wie arbeiten wir in der Beratung, was sind Erfahrungen aus der Beratung, die wir mitbringen, Erfahrungen aus dem eigenen Muttersein natürlich, die sich darauf auch ja, und dann haben wir auch Interviews geführt haben wir. Wir haben Menschen befragt. Ja. Wir sind rausgegangen und haben Menschen unterschiedlichster Familienformen auch nochmal gefragt, was ist dir wichtig, was brauchst du, wo fühlst du dich gesehen, wo nicht, was sollte so ein Angebot können für dich. Ja, wir haben uns ausführlich Zeit genommen für ein Gründungscoaching und uns gut das Ganze stabil auf die Beine zu stellen. Damit hatte ich ja gute Erfahrungen gemacht. Deswegen habe ich auch gesagt, lass uns das von Anfang an vernünftig machen und lass uns an der Stelle Zeit nehmen, weil das spielt sich später raus. Ne? Ja. Wir haben einen Businessplan vorbereitet, wir haben ihn auch eingereicht. Wir haben auch Platz 14 im Berliner Businessplan-Wettbewerb, Berlin-Brandenburger Businessplan-Wettbewerb sind wir also immerhin auf Platz 14 gekommen mit unserem Konzept. Ja. Fanden wir ziemlich gut. Und wir haben auch die Rückmeldung bekommen, bitte macht das unbedingt. Ja. Das ist fantastisch. Ja, und das war auch noch mal von ganz Außenstehenden. Von den Juroren, ne, die das dann lesen. Ja. Da wurden wir beurteilt, da haben wir noch mal Impulse bekommen, wo wir noch mal gucken können. Ja. Also die haben wir auf jeden Fall mitgenommen und eingearbeitet. Und ja, da haben wir versucht, wirklich ordentlich zu arbeiten von Anfang an. Ja.
obwohl unsere Kinder nicht betreut waren und wir die im Homeoffice beziehungsweise Homeschooling, Betreuung von 2 Kleinkindern zu Hause während der Online-Meetings. Also wir haben das alles mitgenommen in der vollen Freizeit und deswegen war das auch sehr anspruchsvoll gegründet. Das war total spannend, als ich mich 2015 selbstständig gemacht habe und über das ALG 1, das ist in Deutschland so eine Finanzierung für Menschen, die aus dem Beruf, aus dem Job rausgehen und da gibt es verschiedene Regelungen, in die Selbstständigkeit reinzugehen. Das habe ich damals gemacht und durch meinen Schwerbehindertenausweis musste ich in den Behindertenbereich gehen. Die Agentur für Arbeit hat eigentlich einen Bereich für Menschen, die in Selbstständigkeit gehen wollen, aber da durfte ich nicht hin, weil der Schwerbehindertenausweis vorrangig war. Das heißt, ich saß dann vor Reha-BeraterInnen, die keine Ahnung hatten von Menschen in Selbstständigkeit, sondern von Behinderten. So behindert habe ich mich noch nie in meinem Leben gefühlt wie damals. Und ja, aber da erinnerte sich die Mitarbeiterin, sie hätte mal einen Zettel bekommen von diesem Extra-Projekt vom Integrationsfachdienst. Und dann haben die mich da hingeschickt und da wurde ich dann begleitet. Und da hatte ich ja, quasi ein Gründungscoaching, die mich auch unterstützt haben, einen Businessplan aufzustellen, die ganzen Finanzen zu machen. Die haben Workshops, die haben Salonabende, Gespräche, Newsletter. Also da war ich dann in einer Art Gründungscommunity. Ich bin aber gleichzeitig auch in die Frauengründerinnen-Community reingegangen und habe mich von beiden unterstützen lassen, weil als Frau zu gründen ist was anderes, manchmal noch. Und das heißt, ich hatte Unterstützung als Frau zu gründen und Unterstützung als Frau als Behinderungsperson zu gründen. Und das habe ich beides genommen und dann habe ich das ziemlich gut auf die Beine stellen können. Den Job, den ich jetzt mache, gibt es in Anstellung nicht. Ich wollte gar nicht selbstständig sein, aber ich wollte diesen Job machen und deswegen habe ich mich 2015 selbstständig gemacht und ja, nun ja ein zweites Mal mit einer GbR und das ist nochmal ganz neu, ganz schön aufregend. Das ist auch eine meiner Motivationen für die Selbstständigkeit jetzt auch gewesen, durch das Selbstgestalten meiner Arbeitszeit, durch das Arbeiten von zu Hause einfach viel mehr auch meinen Kindern gerecht werden zu können, aber auch mir selbst, ne? Und da besser auf Pausen an Zeiten achten zu können. Und mich nicht permanent sozusagen zu überfordern. Ja, keine Chefin, keinen Chef zu haben, finde ich großartig. Also ich glaube, ich bin gut darin, mich selbst zu motivieren und mich auch selbst zu schelten, wenn es nicht gut läuft. Also ich brauche jetzt nicht jemanden, der mir sagt, was zu tun ist. Ich spüre das, glaube ich, immer ganz gut, was gerade auf dem Tisch liegt. Und ich genieße es aber sehr, das in meiner Art und Weise dann angehen zu dürfen. Und klar sind das immer auch Aushandlungsprozesse zwischen uns, ne? Wenn wir dann, was nehmen wir uns als nächstes vor, welche Klinken gehen wir putzen oder was ist so der nächste Schritt. Aber das machen wir ja sehr auf Augenhöhe, weil wir ja als GbR-Partnerin gleichberechtigt da drin hängen und deshalb sind wir so gemeinsam Chefin. Und das, denke ich, gelingt uns gut. Und ich genieße es sehr, dass ich eben nicht jemanden habe, der dann kommt und sagt, wieso warst du Freitag 14 Uhr nicht mehr am Schreibtisch? Ja. Achtet auf eure Ressourcen. Also nehmt das wirklich ernst, ne? Weil eine Gründung kriegt schnell diesen Drive von höher, schneller, weiter und mehr. Und wir werden total aufgesogen und es ist spannend, es macht Spaß, wenn es ein Herzensthema ist. Und auch darin, ne, gerade wir Menschen mit Beeinträchtigungen, mit Schwerbehinderungen, einfach wirklich zu schauen, wo sind meine Ressourcen, was kann ich geben, wie viel Work-Life-Balance brauche ich, ja, was kann ich in meinem Kalender schon blocken als hier ist Pause, kann ich meine Wochenenden trotzdem frei halten, kann ich trotzdem Urlaube planen und wenn ich nur zu Hause bleibe, weil vielleicht das Geld noch nicht da ist, aber Pausenzeiten für Regeneration, das wirklich ernst zu nehmen. Ja, und macht kleine Schritte, aber hört nicht auf zu laufen. Das ist auch etwas, woraus wir immer wieder neu Kraft schöpfen, dass wir wissen, wir bleiben am Ball, wir bleiben dran und stellt alles von Anfang an auf stabile Beine und denkt nicht, ich mache jetzt erstmal, das andere mache ich dann, kann ich ja dann nacharbeiten. Wenn es dich eingesaugt hat, dann ist es zu spät. Also fang an, mach es langsam, mach es ordentlich, das zahlt sich aus und hol dir von Anfang an Empowerment und Unterstützung. Du bist es wert. Du darfst dich unterstützen lassen, du darfst
allen deinen Identitäten Aufmerksamkeit geben und es gibt für fast alles irgendwelche Gruppen, irgendwelche Empowerment-Strukturen. Es gibt gerade auch bei diskriminierungsrelevanten Faktoren gibt es immer irgendwelche bezahlten Programme. Guck, dass du irgendwo hinkommst, wo dich Leute informieren können, welche Programme für dich in Frage kommen. Wir haben sehr davon profitiert. Ja. Wir haben uns von Gründerladies unterstützen lassen. Das ist eine feministische Begleitung in die Gründung. Wir haben Coaching, wir haben Enterability in unseren Brücken beide gehabt, 2-mal jetzt schon. Und du bist es wert und es ist okay und wichtig und richtig, dich da mit den Leuten zu umgeben, die wissen, wie es dir geht und auch da eine Andockmöglichkeit haben und dir zur Seite stehen können, damit du nicht alleine bist. Denn niemand muss alleine sein dabei. Es ist anstrengend, herausfordernd, aber auch toll. Und das Empowerment auch über die Offenheit zu der eigenen Beeinflussung zu stehen, ne? Wenn das für dich und zu dir passt, auch offensiv transparent damit zu sein. Ja, Verstecken kostet viel Kraft, deswegen geh raus damit und arbeite damit. Dann ist es einfach da, dann ist es besprechbar und dann kannst du damit umgehen, bevor du das Gefühl hast, so, ich muss so tun, als wäre das nicht so. Dann gibst du so viel Kraft dafür auf, die ganze Zeit zu performen und zu zeigen, wie toll du bist, damit keiner entdeckt, dass du irgendwas mal nicht kannst. Ja, du kannst halt ein paar Sachen nicht. Wir arbeiten auch auf 80%, aber dafür sind wir noch in 10 Jahren und in 20 Jahren da.